Hallo und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. So, wir sind auf der Suche nach dem Logbuch und dem Manifest hier. Ich habe schon fast abgestürzt gesagt. Im versunkenen Schiff, wo wir noch kürzlich waren. So, ich hasse ja Unterwasserlevels über alles, aber ich denke mal, hier sollte das gehen. Jetzt rein. Meistens wegen der Orientierung. Und weil in den meisten Fällen die Steuerung einfach eine Katastrophe ist. Ja, beispielsweise Metal Gear Solid, da kriege ich die Krise. Oh, das Manifest haben wir schon. Okay, jetzt fehlt nur noch das Logbuch. Na gut, ich denke mal, das wird der Weg sein. Ja, hier ist abgeschlossen. Ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist, so schwere Türen überhaupt zu öffnen. Wobei, wenn alles mal im Wasser... Ui! Oh, oh. Der braucht mehr als einen Schuss, wie es aussieht. So, halt still. Ui, jetzt eigentlich nicht fest. Hallo? Oh nein! Ich komme hier nicht mehr raus. Hallo? Spiel? Oh, jetzt ist es gegangen. Sehr gut. Ja, versuchen wir mal den Hai hier zu treffen. Das hat gesessen, okay. Oh, wie der rumzappelt. Aber ich glaube, den haben wir auch nochmal getroffen. Endlich, so. Ich hoffe, wir können die Pfeile wieder einsammeln. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Weil sonst wird es ein bisschen eng hier. Getroffen. Sehr gut. Den eher nicht. So, nochmal. Und das dritte. Oh, hier haben wir noch einen. Oh, oh. Und schon, was? Ein Biss und tot. Okay. Ja gut, das macht auch Sinn. Von daher. Ah, verdammt. So, jetzt müssen wir besser aufpassen, dass wir die nicht übersehen alle. Oh, der ist schon nach 2 Schüssen tot. Sehr gut. Bleiben wir nochmal kurz. Nicht, dass wir noch irgendwie hier überrascht werden. Ja? Ist jetzt aber... Ja gut, ich würde mal sagen... Wir killen den hier und dann so schnell wie möglich weiter. So, tot. Und ab. Okay, offenbar haben wir 2 Pfeile haben wir jetzt verloren. Aber gut, machen wir uns weiter auf die Suche hier. Da ist zu. Und hier könnten wir hoch. Kann es sein? Nein, ist auch zu. So, wo ist denn dieses blöde Logbuch? Müssen wir die nur fotografieren? Kann das sein? Ne, wir haben eh nichts mit dabei, außer unser... Was haben wir denn hier? Speargun, okay. Hallo? Bist du zu, oder? Ja. Dass uns das nicht wehtut, wenn hier noch Strom ist. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, aber egal. So. Das hier kennen wir, glaube ich. Hier sind wir, glaube ich, mal vorbeigelaufen. Ja, das zieht sich jetzt hier ein bisschen. Ui, immer noch Explosion. Ja, ja, Goodman, vielen Dank dafür. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchkämpfen wegen dir. In der Kombüse dürfte nichts sein, was uns interessiert. Was haben wir hier noch? Hier könnte man den Strom... Könnte man theoretisch abschalten. Aber es hat hier irgendwie nichts mehr. Ui, hier ist zu. Gut. So, da ist noch... Das dürfte wieder zurückgehen zum Stromraum oder was das war. Oder auch nicht. Okay. Gehst du auf? Ja, tatsächlich. Vielleicht ein Alternativweg, um hochzukommen. Oh, hier sieht schon besser aus. Oh, da hat jemand gelesen. Captain's Logbuch. Sehr gut. Haben wir das auch? Und dann versuchen wir hier noch... Nee, das klappt gar nicht. Hier ist ein Safe, aber den können wir gar nicht öffnen. So wie es aussieht. Wieso das Captain's Logbuch auf dem Bett? Das ist ja ganz eigenartig. Aber können wir das irgendwie öffnen? Das interessiert mich jetzt. Offenbar ist es ja versteckt gewesen ursprünglich. Unter der Karte hier. Können wir ein Buch rausziehen, damit man das... Sieht nicht so aus.
Ja gut, dann wollen wir wieder zurück. Wir haben ja alles, was wir wollten. Ui. Erschreck mich nicht so. Ein Speer durch den Kopf. Interessant, spannend. Da ist auch nochmal einer. 2 Stück sogar. Ich habe mich schon gefragt, wann die kommen, aber macht ja Sinn, dass die erst dann kommen, sobald wir alles haben, was wir wollen. Jetzt haben wir sogar noch mehr Speere als zuvor. Sehr gut. Oh, das hat nicht geklappt. Wieso kann er so schnell schießen und wir nicht? Das ist ja unfair. Ui. Zum Glück brauchen die fast nur immer einen Schuss, von daher klappt das ganz gut. Ui. Der hat uns noch nicht gesehen. Speer dann Hinterkopf. Oh, wie das aussehen müsste. Mein Gott. Aber auch sehr gut. Durch die Gegner wissen wir eigentlich, wo wir hin müssen. Eine schöne Orientierung hier dafür. Aua! So. Hat geklappt. Immer mit der Ruhe, nicht sofort losschießen, weil dann trifft man sowieso nichts. Ah, da unten geht's offenbar weiter. Ui. Und gleich da steht einer, mein Gott. Oder schwimmt einer auf jeden Fall. So. Dann dürften wir eh bald hier raus sein, nehme ich mal an. Und der schöne John Goodman dürfte da wieder auf uns warten und uns mitnehmen. Ui, das hat uns wehgetan. Dürfen wir da nicht durch? In dem Falle nicht. Müssen wir wieder zurück. Aber hier ist offenbar die Luke aufgegangen. So. Und hier sind wir auf der anderen Seite von dem runtergestürzten Brocken da. Oh, was haben wir hier denn? Das sieht interessant aus. Any luck? Aye, mostly bad. I was ambushed. Ambushed? Yeah, by divers. They came out of nowhere. Did you see anything up here? Not a damn thing. Well, I got what we came for. Let's head for shore. So, haben wir alles. Gut. Success at last, albeit overdue and underwhelming. Head to the war room for an update on the situation. Perhaps there is a shred of hope after all. Na gut, dann sind wir zurück in London und können mal das Briefing für die nächste Mission haben. Can't believe this. She's late again. Where is that blasted girl? Give her a break, Smithy. About damn time. There's been a new development. I heard about the Monte Carlo incident. Was it harm? Indeed, they've just issued their demands. What you know is that at precisely 1700 hours Greenwich Mean Time on September 19th, 1967, an explosion destroyed Club Metropole in Monte Carlo, Monaco, killing 47 people and injuring more than 100. What you do not know is that the source of the blast was not a mechanical device, but rather a man, Commissioner Maurice Albert. Because you are at least somewhat familiar with the research of Dr. Otto Schenker, you are therefore capable of comprehending both the plausibility of this claim as well as its implications. As we have demonstrated, our organization, HARM, possesses the recipe for a biological weapon of such insidious potential and singular destructive power that no one on the planet is safe. Unless our demands are met. This is outlandish. By now, I'm sure you have received the itemized list of our requirements. You have exactly 1 week to fulfill these requirements. If our demands are not met, we will be forced to discipline you. Already, we have infected prominent individuals in 36 major metropolitan areas around the world. The first of our unsuspecting victims will detonate at exactly 0600 hours on September 26th. The estimated death toll is 1 million people! They're mad. The remaining victims will detonate at 6-hour intervals thereafter.
Once our terms have been met, we will deliver a list of infected persons, as well as a quantity of antidote sufficient to curtail this catastrophe. However, because the deadline we have imposed is dictated by the chemical fuse inherent in the reagent itself, the sooner you comply with our wishes, the more time you will have available in which to administer the antidote. I assure you that you do not possess the medical means necessary to diagnose the infection, nor the technical means necessary to defuse it. Therefore, it would be in your best interest not to squander valuable time on such useless endeavors. Furthermore, any attempts by your Secret Service organizations to interfere with harm shall be severely punished. That is all. A puppet? Don't be fooled by the messenger. This situation is extremely grave. They certainly expect us to swallow a lot of maybes. Maybe they're telling the truth about Monte Carlo. Maybe the consequences would be as dire as they predict. Maybe there's an antidote. Maybe they'll fulfill their end of the bargain. I tend to agree with you, Agent Archer. But for the time being, I suggest we take them at their word. The word of a puppet? What are their demands? Mr. Smith? £50 million sterling, the continent of Australia, and an internationally recognized holiday to be known as Praise Be to Harm Day. I don't see the point. Presumably it is to praise harm. Not in the holiday. In their demands. It's obvious we aren't capable of fulfilling them. Harm must want us to forfeit. Nonsense. They may be madmen. We have to presume they aren't completely irrational. Why even issue demands if their sole purpose were to cause destruction and chaos? Perhaps they expect a partial capitulation. That way they can get what they really want, the £50 million sterling. But they can also justify punishing us when we come up short on their other demands. It's obvious from the way they go on about their secret weapon that they're just itching to use it again. You hardly have the experience necessary to support such speculations. Archer may be onto something. In any case, Harm's motives are irrelevant. Our goal is to stop them. Completely. No capitulation, no compromise. What about their warning? Once again, we must take them at their word. It is therefore imperative that we act swiftly and decisively. Our objectives are clear. We must obtain the list of infected individuals. We must get our hands on the antidote, and we must recover Dr. Schenker. And Volkov? He's only a threat if he knows what we're up to. If our theories are correct about Agent Lowry, Volkov shouldn't be much of a concern. What if your theories aren't correct? Then may God help us all. I hope we can come up with a better plan than that. What about the information we got off the ship? Well, the containers you photographed weren't accounted for on the shipping manifest, which comes as little surprise. However, much of the cargo aboard the freighter was on its way to a chemical plant in southern England. Not much to go on. Be that as it may, it's better than sitting on our hands waiting to find out if Archer's correct about Harm's intentions. And the captain's log? Useless. Shite. Tell us about this chemical plant. It's owned by Dumas Industrial Enterprises. Dumas? As in Baron Archibald Dumas? What do you know about him? Only what I've read in the papers. Apparently, he's a reclusive chap who spends much of his time hunting big game in Africa and Southeast Asia. No one knows much about him except that he inherited the company from his father about 10 years ago. We're counting on you to discover whether or not he's connected to Harm. And if he is? First things first. For now, try to get an audience with the man. Size him up. We need to know what sort of fellow we're dealing with. Your best bet is to see if you can catch him at the chemical plant. There's also a corporate office up north, but apparently he doesn't spend much time there. Whatever you do, don't jeopardize your cover. It's imperative that we take Harm by surprise. Understood. I have a hunch we're getting close. If this lead pays off, we'll be one important step closer to victory. So, machen wir noch das Tutorial hier. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von dieser Episode. Das habe ich jetzt nie gebraucht. So, guter Abstand.
Ja, hat, denke ich mal, geklappt. This little fellow is one of our most refined inventions. The P421 Na, wie süß. persuader. Just start it up with this convenient pull cord and set it on the ground. Using sophisticated all-factory sensors, the P421 will seek out the nearest Oh. dog within its range and release a cloud of pheromone gas. Na gut. Excellent. So, ja, ich würde mal sagen, wir beenden hier mal die Episode und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Mission. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.